Es ist Ende August und es ist wieder Glemsek. Das ist die größte Motorradveranstaltung Europas und Kern ist ein 200 Meter, also ein 8-Meile-Rennen. Also Roller gegen Motorräder findet hier am Sonntag statt. Das wird sehr spannend. Die vier schnellsten Roller gegen 4 verschiedene Motorräder. Darauf freue ich mich natürlich besonders, weil es mal was ganz anderes ist und vor allem das Ganze noch vor dieser spektakulären Kulisse. Hello, I'm Michele from Casa Performance and this is Filippo, the rider. What kind of scooter do you ride? This is a Lambretta 250cc twin cylinder, around 83 horsepower. Did you ever ride against motorbikes and do you think you can win? Difficult, but we do our best. This is the amazing bike of Beppo. My bike is a Ducati Panta from 1986 with a 900 engine. How many horsepower? At the rear wheel, near 80. You're driving the first time against scooters, against the Lambretta. Are you looking forward? I never think that I will run against a scooter. Ich bin Philipp Mittelberger aus Vorarlberg. Und was fährst du für einen Roller? Das ist eine 50 Spezial, war es mal. Das ist ein BFA, ein wassergekühlter mit dem CNC-Gehäuse. Da bin ich bei 223 Kubik mit ca. 58 PS. Okay, und was für Chancen rechnest du dir gegen die Motorräder aus? Ja, die machen wir fertig. Ja, Stefan Graff, das ist eine Sportster, die ist ursprünglich von 1995, hat 1988er Motor, Viergang. Wie viel PS hat die, weißt du das? Also wir haben sie mal gemessen mit 138 am Rad. Welche Chancen rechnest du dir gegen die Roller aus? Wir haben halt ein bisschen mehr Schwierigkeiten, das Fahrwerk so zu haben, dass man auch geradeaus fährt, dass man auch mit dem Rad unten bleibt und so weiter. Der fährt gegen Philipp Mittelberger auf der Vespa. Allein hier hat 58 PS wassergekühlt. Ich bin Veit, habe die Ehre, den Roller von SIP zu fahren, 25 Anniversary Roller. In den Roller hat der Jesko runde 70 PS reingezaubert. Und was rechnest du dir für Chancen aus gegen die Motorräder? Ich werde gewinnen, wenn der Gegner langsamer ist, wenn er es verkackt. Ja, hallo, ich bin der Olli. Das ist ein Eigenbau, aus lauter vielen Teilen zusammengefrickelt, ein Ducati-Motor, eine Honda-Gabel, eine 851er Schwinge und alles, was in der Garage rumlag. Ja, also ca. 95 PS soll es schon bringen. Wie sieht es gleich aus für dich im Rennen? Kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil ich das erste Mal mache und bin noch gar nicht gestartet wirklich. Okay. Also es ist einfach just for fun. Aber letzter will ich nicht werden. Jetzt stehe ich hier neben einem Seriensieger des Glemsek, neben Phil. Phil, wann hast du das letzte Mal ein Rennen am Glemsek verloren? Ja, tatsächlich letztes Jahr war das mal gewesen mit einer Ducati, aber ansonsten in der Regel bei Rocket Race oder bei den Sultans of Sprint immer ganz vorne dabei.
Ja, solange ich Phil beobachtet habe, habe ich ihn noch nicht verlieren sehen. Und was hast du denn genau für ein Motorrad? Also ich fahre mit einer 1250er BMW, 175 PS wirft das Motorrad dann ab. Okay, und ich sehe auch mit NOS, mit Lachgas. Phil, glaubst du, kannst einen Roller schlagen? Also die Roller, die ihr dabei habt, sind schon verdammt schnell. Ja, die wiegen ja auch ein Drittel nur davon. Und man hat ja ganz oft schon gesehen, dass es nie auf die Leistung drauf ankommt, sondern eigentlich aufs Fahrkönnen. Von daher kann es auch schwierig gegen Roller werden. Ja. Jetzt geht es langsam los. Wir rollen vor zum Vorstartbereich. Es steigt natürlich auch wieder das Adrenalin. Ich bin der 8. Fahrer, fahre hier meinen EGIC 400 Motor mit 85 PS. Das ist in der Rollerklasse ganz gut. Allerdings hier sind 2 Motorräder dabei, gegen die einfach kein Kraut gewachsen ist. Das sind richtige Dragster, die unfassbare Zeiten in den Asphalt nageln. Aber wir wollen vor allem die Show haben und ich glaube, die kriegen wir heute. Leider sind alle Roller ausgeschieden, weil 2 Motorräder dabei waren, die so viel Dampf hatten. Da war einfach kein Kraut gewachsen. Die Roller belegen Platz 3 bis Chris, das nächste Mal, wenn du sowas aus in deinem Gehirn irgendwie ausbaldowast. Ja. Jetzt kommt aber das Finale von diesen beiden schnellen Motorrädern, die wirklich beeindruckend. Versuch's uns zu erklären. Phil hat den Roller gewonnen. Kleiner Grattler! Ich bin der Grattler! So, die Rennen sind vorbei. Es war ein schönes Wochenende. Es war irre, wie viel hier los war. Vor dieser Kulisse zu fahren, ist der absolute Wahnsinn. Die Leute haben das auch gefeiert, dieses Event. Die fanden das cool, dass da Roller mitfahren. Hat wirklich Spaß gemacht, auch wenn ich es leider verballert habe. Für meinen Teil, so ist Rennen fahren. Man weiß nicht, was passiert. Und gerade bei Beschleunigungsrennen kann es so schnell vorbei sein, da darf man sich nicht einen Fehler erlauben. Ich habe mir einen Fehler erlaubt, Veit hat sich einen Fehler erlaubt. Trotzdem hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Die beiden Motorräder, die am Ende gewonnen haben, das waren so professionelle Dragster. Irgendwo sind dann auch Grenzen für Roller. Hat es leider nicht gereicht, war aber alles fair, hat Spaß gemacht. Mal gegen Phil zu fahren, der hier eine echte Glemseck-Legende ist. Der hat hier so oft gewonnen und ist hier eigentlich das schnellste Motorrad am Platz. Normalerweise gewinne ich den Start auch gegen schnelle Motorräder, aber der startet auch so irre gut. Das war echt knapp. Und dann zweite Gang war Philipp einfach zu schnell. Hat Spaß gemacht. Ich komme wieder, hoffe ich. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Kanal abonnieren, Bimmel drücken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.